Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch, wie ihr schon seht, zeigen, wie man selber Vitamin C herstellen kann auf natürliche Weise. Denn wir können zwar das natürliche Vitamin C auf dem Markt kaufen, allerdings werden diese meistens mit Magnesiumstearat gestreckt oder anderen Zusatzstoffen und das möchte ich meinem Körper nicht antun. Und da ich auch in meinem Bekanntenkreis einige unschöne Dinge erlebt habe, von wegen 100%iges Acarola-Pulver ohne Zusatzstoffe und dann trotzdem Allergien und Ausschläge bekommen hinterher, deswegen mutet mir das ganze Vitamin C-Gehabe doch sehr suspekt an. Bezüglich der Vitamin C-Präparate, die man eben kaufen kann. Und das ist der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, mein eigenes natürliches Vitamin C herzustellen, wo ich sicher sein kann, dass es wirklich völlig frei von irgendwelchen unschönen Zusatzstoffen ist. Ja, und daran möchte ich euch heute teilhaben lassen. Ja, und wir fangen damit an, indem wir jetzt Bio-Zitronen und auch Limetten in ganz dünne Scheiben schneiden. Natürlich werden die vorher gewaschen. Und ja, und dann werden wir diese Zitronenscheiben und Limettenscheiben in einem Dörrautomat trocknen. Wer keinen Dörrautomat hat, kann natürlich auch die Heizung benutzen im Winter, aber jetzt haben wir ja Sommer und da könnte man theoretisch diese Zitronen- und Limettenscheiben auch in der Sonne trocknen. Allerdings muss man natürlich dann irgend so einen Sieb da oben drüber stellen, damit es eben von den Vögeln nicht angeknabbert wird. Ich habe mir jetzt halt diesen Dörrautomaten gekauft, der war auch richtig billig, also der hat bloß 25 € mit allem zusammen gekostet, auch mit den Versandkosten zusammen. Der hat 6 Etagen und da ich sowieso ständig Lebensmittel trocknen muss, weil ich alle möglichen Körner, Getreide, Nüsse, Samen immer keimen lasse und den hinterher wieder trocknen lasse, lohnt sich das dann doch in meinem Fall. Vor allem, weil wir bei uns auf dem Balkon nicht so sehr viel Sonne haben. Deswegen brauche ich den dann doch. So, wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt alle Limetten- und Zitronenscheiben hier in diesen 6 Etagen angeordnet. Einige sind übrig geblieben, die werden wir dann später doch nochmal auf die Heizung legen. Ja, und jetzt tun wir den ganzen Dörrautomaten einfach anstellen auf etwa 40 Grad. Also er sollte nicht heißer als 41 Grad eingestellt sein, weil alles, was über 41 Grad erhitzt wird, dann doch einiges an Vitaminen verlieren könnte. Denn das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir über 41 Grad Fieber hätten, würden wir irgendwann auch sterben. Ja, und deshalb sollte der Dörrautomat eben nicht heißer als 41 Grad Celsius eingestellt sein. Und der benötigt dann ungefähr 10 bis 12 Stunden, bis alles trocken sein wird. Hier tun wir die letzten Scheiben nochmal auf die Heizung stellen. Ja, und wie gesagt, wer Sonne auf dem Balkon hat oder einen Garten hat, der kann die natürlich auch in den Garten stellen zum Trocknen. Das spart dann auch Energie, aber dieser Dörrautomat nimmt nicht viel Energie. Also wenn man ihn den ganzen Tag anlassen würde, würde der so viel Energie verschwenden wie jetzt eine Stunde im Backofen. Hier haben wir jetzt die ganzen Zitronen- und Limettenscheiben in einem großen Leistungsmixer und werden diese jetzt vermahlen. Wichtig ist, dass man bei den Zitronenscheiben wirklich darauf achtet, dass sie komplett trocken sind, also ruhig ein paar Tage lang in der Sonne liegen lassen, damit sie wirklich absolut trocken sind. Denn ich habe hier jetzt bei dem Vermahlen gemerkt, dass sie eben nicht ganz trocken waren, weil ein Teil davon hier an dem Glas kleben bleibt. Und deshalb habe ich das Ergebnis jetzt hier nochmal auf die Heizung gelegt und nochmal jetzt ganz trocknen lassen, komplett trocknen lassen, bevor ich es dann nochmal mit einer Kaffeemühle ganz fein vermahlen habe. Hier hatte ich zuerst meinen Gewürzautomaten dafür benutzt. Der vermahlt das Ganze aber nicht so ganz fein, deswegen habe ich hinterher nochmal eine Kaffeemühle benutzt, um das wirklich fein zu mahlen. Wenn das Pulver trocken ist, also wirklich komplett trocken und ganz fein zermahlen, dann kann man es wunderbar später als Nahrungsergänzungsmittel benutzen, indem man immer einen Teelöffel davon in ein Glas Wasser später gibt und täglich dann so ein Glas Wasser mit einem Teelöffel eben trinkt. Hier habe ich das Pulver dann in einem Glas abgefüllt und dann luftdicht verschlossen und auf diese Weise bleibt das dann richtig lange erhalten und man kann täglich einen Teelöffel davon
als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Hier habe ich jetzt nochmal einen Wurf Bio-Zitronenbirnen, die gewaschen und jetzt nur die Schale benutzt. Ich habe jetzt von all den Zitronen jeweils immer die Schale abgeschält, denn die Schale beinhaltet wirklich das meiste Vitamin C und vor allem noch viele andere sehr gesunde Stoffe, die auch krebsverhindernd sind und viele andere Nutzen im Körper tun. Und vor allem trocknen die Schalen besser als jetzt die Zitronenscheiben. Denn abgesehen von Vitamin C und Antioxidantien beinhalten sie auch aktivierende Fruchtsäuren und ätherische Öle und sehr viele andere gesunde Inhaltsstoffe. Ja, die Schalen habe ich natürlich dann auch wieder getrocknet und zu feinem Puder vermahlen und das mit dem anderen Zitronenpulver vermischt. Das Zitronenfleisch geht natürlich nicht verloren, das habe ich auch noch mal klein geschnitten, wie wir jetzt hier sehen können. Und das habe ich dann eingefroren und benutze es jeden Tag für meine Smoothies. Jetzt möchte ich euch kurz noch mal aufzählen, was passieren kann, wenn man unter einem Vitamin C-Mangel leidet. Folgende Mangelerscheinungen treten bei Mangel von einem Vitamin C auf: chronische Müdigkeit, Infektanfälligkeit, beschleunigte Alterung, Faltenbildung, schlechte Zähne, Zahnfleischbluten, Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Arthrose, Bandscheiben, Osteoporose, grauer Star, Adipositas, wenig Ausdauer, Muskelschwäche, schlechte Wundheilung, Zellulite, Skorbut, Haarausfall, Bluthochdruck, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Blutfettwerte, erhöhte Knochenbrüchigkeit und vieles andere mehr entsteht, wenn man unter einem Vitamin-C-Mangel leidet. Ja, und das ist der Grund, warum wir unbedingt Vitamin C als natürliches Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen sollten, weil wir sehr wahrscheinlich, die meisten von uns, nicht genug Vitamin C über Obst und Gemüse zu uns nehmen. Denn dazu müssten wir täglich wirklich nur Obst und Gemüse essen, praktisch also Rohköstler sein, was die meisten von uns wahrscheinlich nicht sind. Hinzu kommt, dass das meiste Obst und Gemüse, was wir essen, nicht von Bio-Qualität ist und deshalb auch schon lange Lagerungs- und Transportwege hinter sich hat, sehr viel Vitamin C auf diese Weise schon eingebüßt hat und sowieso arm an allen möglichen Vitaminen ist. Auch die vielen Pestizide, mit denen sie versehen sind, tun ihr Übriges. Ja, und deshalb sollten wir unbedingt natürliches Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel täglich zu uns nehmen. Ja, und das sicherste und beste Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel, was man zu sich nehmen könnte, ist eben selbstgemachtes Vitamin C-Pulver, wie wir das jetzt hier sehen, weil man da sicher sein kann, dass da keine Zusatzstoffe mit enthalten sind. Ein Teelöffel von diesem Vitamin C-Pulver, welches wir jetzt selbst hergestellt haben, in ein kleines Glas Wasser verrührt, am Tag trinken, reicht da vollkommen aus. Man könnte aber natürlich auch zweimal am Tag solch ein Gläschen Wasser trinken und zu empfehlen wäre es, dieses Vitamin C natürlich zusammen mit dem OPC zu nehmen. Dazu hatte ich euch ja schon mal ein Video gedreht, weil sich OPC und Vitamin C zusammen in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ihr seht, es ist nicht schwer, sich sein eigenes, natürliches, gesundes Vitamin-C-Pulver herzustellen, indem man einfach Bio-Zitronen und Bio-Limetten kauft, die wirklich nicht teuer zu erstehen sind, diese trocknet und dann zu feinem Pulver vermahlt. Damit hat man dann sein gesundes Vitamin C, welches man täglich zu sich nehmen kann. Inshallah konnte ich euch mit diesem Gesundheitsvideo von Nutzen sein. Über positives und konstruktives Feedback freue ich mich immer. Ja, dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.